Viele Superreiche investieren ihr Kapital auf die unterschiedlichste Art und Weise. Hierbei zählt unter anderem auch das Investment in den globalen Aktienmarkt. Dabei übernehmen sie das aber nicht unbedingt selbst, sondern überlassen das lieber professionellen Investmentmanagern. Während uns Investments von diesen Managern in Bereiche wie Immobilien, Private Equity oder Venture Capital meist verborgen bleiben, haben wir einen Einblick in die Investment in die globalen Aktienmärkte. Um genauer zu sein, erhalten wir einen Einblick in Investments von in Amerika gelisteten Unternehmen. Wir schauen uns deshalb jetzt die interessantesten Käufe aus den letzten 6 Monaten an. Viel Spaß! Nochmals kleine Einleitung vorweg. Investmentfonds mit Sitz in den USA müssen ab einem verwalteten Vermögen von 100 Millionen US-Dollar quartalsweise ihre Investments in amerikanische Unternehmen offenlegen, in Form der 13F-Filings. Und genau aus diesen Filings schauen wir uns jetzt die interessantesten Investments abgesehen von den Magnificent Seven an. Aber warum lassen wir denn die Magnificent Seven außen vor? Das Ergebnis aus dieser Woche, das durch DeepSeek ausgelöste Beben an den Börsen, ist das beste Beispiel dafür. Die Märkte sind aktuell enorm überhitzt, was sich alleine durch die Bewertung des Gesamtindizes des S&P 500 belegen lässt. Die aktuellen Hoffnungen basieren rein auf dem Hype rund um das Thema AI und haben kaum noch etwas mit Rationalität zu tun. Ich will aber in diesem Video auch nicht tiefer in dieses Thema einsteigen und meine Wertung dazu abgeben. Doch interessant zu sehen war der Kapitalfluss von Big Tech hin zu den zuletzt abgestraften Consumer Staples. Während Nvidia, Microsoft, Google und Co. gefallen sind, konnten beispielsweise PepsiCo, Coca-Cola oder auch Mondelez einige Prozentpunkte zulegen. Doch damit jetzt zurück zu den Investments. Das in den letzten 6 Monaten am häufigsten gekaufte Unternehmen war Visa. Visa hat im vergangenen Jahr eine Korrektur von rund 13% erlitten. Und genau zu diesem Zeitpunkt haben wahrscheinlich die 10 Investoren zugeschlagen. Visa gilt als eines der solidesten Unternehmen der Investmentwelt, welches von der voranschreitenden Digitalisierung und dem Umstieg weg vom Bargeld und hin zur Kartenzahlung profitiert. Visa verdient den Großteil des Geldes durch die Durchführung von Transaktionen. Den Markt teilt sich Visa mit den beiden Unternehmen Mastercard und American Express. Zuletzt ging das Wachstum des Zahlungsvolumens etwas zurück, was wohl auch die kleine Korrektur ausgelöst hat. Doch langfristig gesehen wird Visa wohl weiterhin ein bedeutender Player im Markt mit Wachstumspotenzial bleiben. Durch Aktienrückkaufprogramme und steigernde Dividende erhalten Aktionäre auch etwas von Visa regelmäßig zurück. Das zeigt gleichzeitig auch, welchen hohen Stellenwert Aktionäre bei Visa haben. Doch die Bewertung des Unternehmens ist zum aktuellen Zeitpunkt historisch hoch, wohl auch begründet durch das stabile Geschäftsmodell. Genau deswegen sollten diesen Faktor vor allem mittelfristige Investoren beachten. Für langfristige Investoren sollte sich dieses Risiko aber bei anhaltendem Wachstum relativieren. Damit können wir das Unternehmen Visa aber auch abhaken und gehen jetzt über zu einem zweitmeisten gekauften Unternehmen, Walt Disney. Der Kurs fiel vom All-Time-High im Mai 2022 in der Spitze um etwa 60%. Seit dem Tief konnte sich der Kurs über die letzten 1,5 Jahre um etwa 40% erholen. Disney verdient sein Geld über 3 Geschäftssparten. Erstens Entertainment, zweitens Experience und drittens Sport. Vor allem die Verbesserung des operativen Geschäfts im Streaming-Bereich hat den Aktienkurs von Walt Disney über die letzten Monate beflügelt. Man konnte im Q3 2024 und im Q4 2024 erstmals schwarze Zahlen schreiben. Der Grund dafür ist die wachsende Anzahl an Subscriptions. Das wird auch in der Zukunft der Hauptfaktor für weiteres Wachstum sein, da die Leute sich heutzutage lieber zu Hause beliebige Filme auf dem Sofa anschauen, als sie auf DVD zu kaufen oder ins Kino zu gehen. Dadurch ist dieses Geschäftsmodell aber auch gut skalierbar und der Umsatz kann einfach gesteigert werden. Durch Preiserhöhung kann im Grunde in Anführungsstrichen dummes Wachstum erzeugt werden, ähnlich wie in der Lebensmittelindustrie. Entscheidend ist hier den Sweet Spot zu finden zwischen dem, was der Kunde bezahlt und dem, was der Kunde dafür bekommt. Gleich wie bei Visa ist aber auch Disney nicht günstig bewertet und bietet meiner Meinung nach auch ein höheres Risiko aufgrund der starken Konkurrenz von Netflix oder auch Amazon Prime. Die am drittmeisten gekaufte Aktie in den letzten 6 Monaten ist das Einzelhandelsunternehmen CVS Health, was in der Pharmaziebranche tätig ist. Das Unternehmen konnte das All-Time-High aus dem Jahr 2015 bis heute nicht überschreiten. CVS Health konnte den Umsatz zwar mehr als verdoppeln, aber die Margen haben sich über die Zeit verringert, was im Umkehrschluss ein Absinken der Profitabilität bedeutet. Ein Problem, die enorme Skalierung des Geschäfts ist hauptsächlich schuldenfinanziert. Die langfristigen Schulden belaufen sich auf aktuell rund 75 Milliarden US-Dollar bei einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 71,6 Milliarden US-Dollar. Aber aufgrund der gesamten Faktoren ist eine Investmentthese für dieses Unternehmen relativ simpel. Die Gewinnmargen sollen wieder ausgebaut werden, bei moderatem Umsatzwachstum und Schuldenreduzierung. Auch die Steigerung des zuletzt eingebrochenen Free Cashflows würde das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen und könnte im Zusammenspiel mit dem vorherigen Punkt dem Kurs weiteren Aufschwung verleihen und für ein Re-Rating sorgen. Die Risiken sind aber auch aktuell bei einer Bewertung von etwa 14,5 mal Gewinn und 0,2 mal Umsatz fair eingepreist. Für Dividendeninvestoren könnte zudem noch die aktuelle Dividendenrendite von 4,67% interessant sein, da das Payout Ratio bei gerade einmal 67,58% liegt und damit mehr als ausreichend gedeckt ist. Abgesehen von diesen 3 Topkäufen ist mir aber noch ein weiteres Unternehmen ins Auge gefallen, und zwar die amerikanische Warenhauskette Dollar General. Hier hat der renommierte Investmentmanager Seth Klarman zugeschlagen.
Das ist einer der 3 Investoren, denen Warren Buffett nach seinem Ableben sein Vermögen anvertrauen würde, mit dem Gewissen, dass jene dieses erfolgreich vermehren würden. Seth Klarman ist inzwischen 67 Jahre alt und bekannt als Leiter des Hedgefonds The Baupost Group. Dort verwaltet er ein Vermögen von rund 25 Milliarden US-Dollar. Außerdem hat Seth Klarman 2 empfehlenswerte Bücher geschrieben. Erstens Margin of Safety und zweitens Security Analysis, wobei er bei letzterem das Buch auf den neuesten Stand gebracht hat, da sich seiner Meinung nach einiges in der Investmentwelt geändert hat, aber der Value-Investing-Ansatz von Benjamin Graham, Warren Buffetts Mentor, und dort immer noch relevant ist. Wer die Bücher von ihm gelesen hat, versteht auch dieses Investment. Seth Klarman versucht unterbewertete Unternehmen zu finden. Dabei setzt er auch gerne auf volatile Titel, da diese meist ein noch höheres Misspricing aufweisen. In diesem Fall wurde Dollar General über die letzten Jahre extrem abgestraft, mit Kursverlusten in Höhe von über 70% in der Spitze. Doch die Zahlen des Unternehmens sehen gar nicht so schlecht aus. Um diese aber besser einordnen zu können, müssen wir uns erstmal anschauen, was Dollar General denn überhaupt macht. Dollar General ist eine Kette wie Walmart und Costco, nur in ganz kleinen Läden, die auf Discount-Produkte setzen. Dabei siedeln sie sich genau dort an, wo Walmart, Costco oder auch Target keine Überlebenschance hätten. Der Fokus des Sortiments ist deshalb auch begrenzt auf das Wesentliche. Aber damit wieder zurück zu den Zahlen. Dollar General expandiert enorm, was soweit auch gut verläuft. Doch eine enorme Expansion bringt auch enorme Kosten mit sich, zum Beispiel zur Refinanzierung von Krediten. Das macht sich dann wiederum bei den Gewinnen bemerkbar. In diesem Fall bringt Dollar General viele Schulden mit sich, weist aber auch die gewünschten Zahlen vor. Um den Investment Case von Seth Klarman besser verstehen zu können, müssen wir einen Bezug zum Buch herstellen. Dort hat er preisgegeben, dass der Free Cashflow der neue Buchwert der heutigen Zeit ist. Früher wurde zur Bewertung darauf geschaut, doch heutzutage ist der Wert nicht mehr so zuverlässig, wie er einmal war. Nachdem der Free Cashflow über die letzten Jahre eher mau ausfiel, konnte er über die letzten Quartale wieder wachsen. Aktuell handelt Dollar General gerade einmal 9,6 mal Free Cashflow. Das ist wichtig zu wissen, da dieses Geld direkten Einfluss auf den Shareholder Return von Dollar General hat. In der Vergangenheit hat Dollar General dieses Geld genutzt zu Expansionszwecken, um Aktien zurückzukaufen oder auch Dividenden auszuschütten. Das zeigt, welche aktionärsfreudige Unternehmenspolitik Dollar General fährt. Zudem hat Dollar General gerade nur 12 mal Gewinn und 0,4 mal Umsatz. Das sind historische Tiefsbewertungen, die den Investment Case noch einmal untermauern. Somit ist die Investmentthese klar. Weitere Expansion und darauf folgende Margenausweitung, was zu einem Re-Rating der Aktie führt, basierend auf der aktuellen Fehleinschätzung des Marktes. Und damit war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Schreibt auch mal gerne eure Meinung zu diesen Unternehmen in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.